Himmelherrgott! Erst raucht uns das Forum ab, dann nur 7000 Views und jetzt diese Scheiße! Siehst du die Videobeschreibung nicht? Hörst du nicht, was wir sagen? Soll ich's größer schreiben? Soll ich's buchstabieren? Soll ich's schreien? Kommentieren! Chef, der Mann kann nicht kommentieren. Er kann was? Er kann nicht kommentieren. Er kann nicht kommentieren? Um Gottes Willen, stimmt das? Bin ich jetzt kein Teil der Community mehr? Und ich habe das all die Jahre nicht gemerkt. Komm, ich zeig dir, wie man kommentiert. Über 70.000 Abonnenten wissen weder, wie man einen Kommentar schreibt, noch wie man einen Like vergibt. Schreib dich nicht ab. Lern liken und kommentieren. So, Freunde. Folge 7. Folge 7 schon. Heute wird nicht nur auseinandergebaut, heute wird Eingebaut. Wir bauen den Motor zusammen, wir haben die Teile da, es gibt noch ein, zwei Änderungen am Setup, da kommen wir gleich noch zu. Motor haben wir beim letzten Mal sauber gemacht. Danke für die Leute, die angeboten haben, das Ding anzustrahlen. Wir können es leider aus Zeitgründen nicht wahrnehmen, wir haben ja immer nur 4 Stunden hier, um zu filmen pro Woche. Aber vielleicht kommen wir für ein späteres Projekt mal darauf zurück. Ja, gerne, das kennt ihr nicht. So, jetzt geht's aber los. Ich filme, der Flo baut zusammen. Genau. Toi, toi, toi. Feuer frei, es geht los. Womit fangen wir denn an? Wir fangen an mit der Reinigung der Dichtflächen. Das ist ja wichtig. Hast du gerade noch ein interessantes Detail vielleicht am Motorblock festgestellt? Ja, ich habe gesehen, hier sieht man den Guss. Das ist 1996 passiert. Der Block ist also von 1996. Wie viele Jahre ist der somit alt? 25. Ja, okay. Wir beginnen nun mit der Reinigung der Dichtfläche. Dazu nehmen wir hier jetzt 120er Schleifpapier und fangen ganz zart an, die Dichtfläche zu reinigen. Nicht mit zu viel Druck, sonst könnt ihr die Dichtfläche auch zerstören. Hier sind noch Reste von der Zylinderkopfdichtung. Die könnt ihr auch ganz zart hier entfernen und auch sauber schleifen. Hier mache ich noch mit Schleifvlies den Lagersitz sauber. Ich drehe das mal ein bisschen ins Licht. So. Ja. Sieht man's? Ja. Damit das Lager auch gleich schön reinflutscht. Reinflutscht. Mhm. Hast du das Lager denn schon kalt gelegt? Das Lager liegt schon seit 2 Tagen im Eisfach, genauso wie die Kurbelwelle. Wir sind ja vorbereitet. Ganz wichtig, alles fettfrei machen. In dem Fall mit Bremsenreiniger. Den gibt es auch bei uns im Shop. Jetzt machen wir die Blockhälften warm, damit wir die Lager einschrumpfen können. Das heißt, der Block ist warm, die Lager sind kalt. Das warme Block, der warme Alu dehnt sich aus. Die kalten Lager haben sich zusammengezogen. Ja, und somit können wir die passend montieren. Okay. Zünde den Knaller. Soll ich den Knaller zünden? Zünd den Knaller. Ich gehe die Lager holen. Brennst noch? Ja. Ja, nur ein Lager. Schnell, nur ein Lager. Oh, kalt. So, das Lager ist drin. Ist reingefluppt im Prinzip. Ohne große Gewaltanwendung ist das im Prinzip reingegangen. Wie immer. Einwandfrei. So, erste Lager ist drin. Ihr habt es gesehen. Ne? Lager aus dem Eisfach. Hälfte schön heiß gemacht. Tutto geili. Jetzt die große Hälfte. Hahn auf und Vollgas.
kalt. Ja. Jetzt. Ja. So, Lager ist drin, ist reingeflutscht. Also Florian musste im Prinzip nichts. Es war optimal warm gemacht und das Lager war super, super kalt. Und daher hat sich das von selbst reingeschrumpft. Ja, ist richtig. Hier drauf achten, dass ihr nicht zu viel benutzt. Und auch nicht zu wenig. Wenn ihr zu viel benutzt, dann kann es sein, dass es euch das in den Kurbeltrieb kommt. Einmal komplett die Lippen schminken, das ist mein Motto immer. Genau. Nicht zu dick, aber dass kein Silber mehr durchscheint. Der Flo holt jetzt die Welle aus dem Eisfach, wo sie auch schon seit 2 Tagen residiert. Und jetzt schauen wir, ob die so reinfluppt. Ansonsten müssen wir den Motor nochmal warm machen. So. Genau. So, siehst du? Ist kalt genug. So, beiziehen für die letzten Millimeter. Und denk dran, Flo, immer über Kreuz. Immer über Kreuz, genau. Stück für Stück. Das kommt aber schön. So, jetzt kommt der Punkt, wo es spannend wird. Stell auf die Muffe. Hier auf die Platte. Aufrecht. So, jetzt dreht er sich nämlich nicht. Dreht sich schon, aber relativ. Gut, es braucht den Setzschlag. Mutter drauf, Hammer drauf. Genau. War nur ein kleiner Grad. So. Jo. Und jetzt seht ihr, die Welle dreht sich ganz leicht. Die Schlange schaut neugierig aus dem Motorgehäuse hervor. Hallo Freunde, ich bin in meinem neuen Zuhause. Gebt mir einen Zylinder. So, und was wir natürlich in der Eile vergessen haben, ich hatte ja eingangs erwähnt, dass wir noch 2 Sachen am Setup geändert haben. Zum einen, dem aufmerksamen Zuschauer wird es vielleicht schon aufgefallen sein, wir haben eine State 6 HPC-Welle reingebaut. Vor dem Hintergrund, dass wenn der zukünftige Besitzer irgendwann denkt, okay, Street Race schön und gut, jetzt möchte ich noch mehr und will zum Beispiel auf Racing umsteigen, dann muss er den Block nicht nochmal spalten, sondern kann einfach die Welle weiter benutzen. Das ist die HPC-Welle, nämlich die nächstgrößere. Und das nächste, was wir noch geändert haben, da hatten sich ein paar Leute in den Kommentaren beschwert. Die Kupplungsglocke. Die Kupplungsglocke. Natürlich braucht man bei einem Stage 6 Street Race Setup nicht unbedingt eine andere Kupplungsglocke. Wir machen aber jetzt die Wing Cooler Glocke drauf von Stage 6. Genau. Ne? Und dann der Besitzer für größere Setups genau, auf jeden Fall. Das heißt, dann ist die Glocke und die Kurbelwelle ist schon mal auf dem höheren Level. Das heißt, wenn der zukünftige Besitzer irgendwann noch höher will in Sachen Leistung, ist er hier schon mal vorbereitet. So, jetzt aber weiter im Programm. Simmering beide drin. Dankeschön. So, Stehbolzenzeit. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, also du nimmst die alten Muttern für die, also wir haben natürlich neue Stehbolzen, ne, weil wir die alten ja, ja, sagen wir mal, die sind vielleicht ein bisschen, also wir haben die Möglichkeit neue zu nehmen, deshalb nehmen wir neue, ne, so machen wir das. Wir setzen jetzt hier die alten Muttern drauf, um die quasi genauso einzudrehen, wie wir sie ausgedreht haben, ins Motorgehäuse. Haben aber dann anschließend natürlich neue Muttern, um den Zylinder festzuschrauben. So, und wie auch schon zuvor bei den Motorschrauben, ich glaube, das haben wir eben nicht erwähnt, machen wir jetzt hier Loctite drauf. Damit auch nichts mehr aufgeht. Teile. Ja, das sieht ja gut aus. Haben wir hier? Das ist der Zylinderkopf. Der Zylinderkopf. Okay. Kolbenringe, Kolbenbolzen und Kolbenclip.
Das edle Stück. Unser 70 Kubik Street Trays inklusive Kolben. Oh ja. Und 49 Kubik steht drauf. Wofür könnte das wohl nützlich sein? Dazu schweigen wir. So, wir schrauben noch das Thermostat um. Du musst das hier rausschrauben. Das ist da von außen. Hier, guck mal. Naja, ich guck hier. Ja, das kommt da innen, ist aber hier außen. Oh. Junge. Ah ja. Jetzt komm. Ja, jetzt geht's. So großer. Die alte Ankörntechnik. Ja. Das ist. So. Thermostat drin, manche lassen es weg, wir nicht. So wird der große Wasserkreislauf, ne, je nach Motortemperatur, Geöffnet. geöffnet. Genau. Alles cool. Alles cool. Kurz Bürste. Darf ich mal in die frische Luft? Ja, bitte. Na, dankeschön. Bis morgen. Tschö. Was machst du denn da draußen, ihr Zuckerbärchen? Komm mal kurz frische Luft. Hast du viel Bremsenreiniger eingeatmet? Vielleicht. Jetzt drücken wir hier die Zylinderkopfdichtung auf, die äußere. Auch immer ein Geduldsspiel, aber da sind ja so kleine Noten, wo das drin hält. Ne? Da Kann wir man mit auch- Geduld extrem gesegnet sind, ist das für uns gar kein Thema. Kannst du auch ein bisschen mit minimal Dichtmasse einkleben. Genau. Ne? Das geht auch. Wir probieren es jetzt so. Ja, jetzt sitzt sie ja. Dann die innere. Ja, die ist einfach. Jetzt bereite ich mir einen Kolbenclip vor. Dann machst du erst die Clippis. Ich mache jetzt erstmal einen Clip. Drück ich rein. Klick. Klick, klack, das ist ganz wichtig. Das Klick macht es gut. Kontrollieren, dass er auf jeden Fall in der Nut sitzt. Auch nochmal drehen dann. Wenn der abhaut, habt ihr direkt einen kapitalen Motorschaden. Jo. Wir holen das gute Stage 6 Öl Und trinken erstmal ordentlich einen Schluck. und dann trinken wir erstmal. Das ist sogar mit Strohhalm. Ist auch Ist benutzerfreundlich, ne? Ja, hier schön. mit dem Öl nicht sparsam sein. Niemals. So, und dann seht ihr, da gibt es an dem Kolben 2 Stellen Die Nupsis. mit Nupsis, genau. An dieser Stelle kommt die Öffnung des Kolbenrings. Dafür gibt es auch eine Zange. Die ist leider im Moment weggesperrt. Hier kommen wir. Der Kasten mit der Zange ist abgesperrt. Wir machen es jetzt, wie wir es früher auf dem Dorf gemacht haben. Genau, wir sind heute oldschool unterwegs. Alles mit Geduld. So, der erste ist drauf. Hier seht ihr. Ihr müsst den an der Nut zusammenpressen können, dann ist er in Genau. der richtigen Position. Sonst kriegt er den später nicht in die Laufbahn. So, Nummer 2. So. Somit haben wir den Kolben zum Einbau vorbereitet. Hier ist an der Kurbel das Bolzenlager schon dran. Entfernen wir den Kabelbinder. Das Lageröl hier auch ein.
Einem Schuss. Schuss. So, dann montiert ihr die Fußdichtung. Beim Kolben müsst ihr darauf achten, dass der Pfeil immer Richtung Auslass zeigt. Wichtig. Sehr wichtig. Ja, sonst zeigen nämlich hier die Fenster in die falsche Richtung und die Kolben können sonst im Auslass, die Kolbenringe können sonst im Auslass aufgehen und dann verkeilt sich das und wie ihr euch denken könnt, eher nicht so gut. Dann macht es einmal Peng. So, und auch hier wieder. Wer gut schmiert, der gut fährt. So, auf der anderen Seite haben wir schon den Clip reingemacht. Das erleichtert uns jetzt die Arbeit. So. So, es hat geklickt. Nochmal hier sehr penibel kontrollieren, ob das auch wirklich in der Nut ist. So, dann nehmt ihr den neuen Zylinder, auch etwas Öl hinein. Schön, das kennt ihr ja. So, dann geht ihr an den Kolben. Achtet nochmal, dass die Ringe genau über den Nupsis sind. Rechts und links zusammendrücken. Ist alles etwas schmierig, aufpassen. Zylinder ansetzen, Auslass nach unten. So, der kleine Tango. Und schon Flupp. flupp, montiert. So. Hier achtet ihr wieder drauf, dass ihr das Ganze über Kreuz anzieht. Ich drehe die 4 Muttern jetzt erstmal bei. Dann Stück für Stück über Kreuz. Nur Hand warm, Freunde. Das ist die Variomatic Sport Flow. Sport Flow. Ha! Oh, es ist so geil. Das ist einfach geil. Neue Stage 6 Produkt, das ist so geil. Komm mach. Ich will's. Ja. Sich erst über die Verpackung freuen und dann das. Oh, klasse. Ja. Nice. Nice. Kommt raus. Oh. 16 mal 13, 6,25 Gramm. Ja, für den Start ja nicht doch gut verkehrt. Flo, wir haben nicht mehr viel Zeit. Mach wenigstens noch die Kupplung. Okay. Pass auf dein Gesicht auf. Alles klar. Willst du das noch erklären? Ja, genau. Also, hier ist die Gegendruckfeder drin. Die drückt das Ganze natürlich nach oben, die Kupplung vom Wandler. Passt auf euer Gesicht auf. Genau, das Ganze wird gehalten von dieser Mutter. Dafür gibt es dieses Werkzeug dafür. Aber passt auf, am besten holt ihr euch einen zweiten Mann dafür, wenn ihr es noch nicht so oft gemacht habt. Da extrem Druck drauf ist, Spannung. So, dann wird das jetzt gelöst. So, du drückst runter, ich mach die Mutter auf, oder? Moment, ich mach noch mal kurz ein Werkzeug. So, So, ich drück runter. deshalb zweiter Mann wichtig. Ich bin die helfende Hand, der Flo drückt runter, um die Feder im Zaum zu halten. Und ich mache hier die Feder auf. Also bei der originalen Feder geht es noch, aber wenn ihr später mal eine harte drin habt, dann ist da schon Zaster drauf. Ja, bei unserer Stage 6 Sport Pro Variomatic ist die Medium-Feder drin. Mit der fangen wir jetzt an abzustimmen. Guck mal, da ist schon eine härtere Feder drin, ne? Ne, ist Originalfeder. Ne, die ist gelb. Das ist eine andere Feder schon. Das ist eine Malle-Feder oder sowas. Vergleicht die doch mal.
Das war doch alles original. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Ich sag, die ist original. Kai sagt, das ist eine Malle-Feder. Das ist eine gelbe Feder auf jeden Fall. Nicht alles, was gelb ist, ist nicht original. Aber die sieht auch so aus, als wäre die angeschaut. Ab in die Kommentare damit. So. Sport Pro Kupplung. Dankeschön. Ich drücke die runter und Kai macht wieder die Mutter drauf. So, jetzt mit der härteren Feder. So. Bitte einmal lächeln für die Kamera. Oh, ich gebe aber Gas hier. Oh. So. Hat's? Ja. Vertrau mir. Ja, mal willst du nicht. Ah, das Werkzeug gibt es übrigens auch bei uns im Shop. Natürlich. Auch wie in den Videos davor schon. Verlinkt in der Beschreibung. So. Feststellen. So. Vario haben wir auch zusammen. Bevor wir jetzt aber alles zusammenbauen, sagen wir Tschüss. So, Mensch. Also, ja, Mensch. Ja, leider, gerade wenn man drin ist, geht einem die Zeit aus. Ihr kennt das. Wir haben leider nur begrenzt Zeit in der Woche. Ja, wir hätten bestimmt gern noch gesehen, wie Ja. wir den Antrieb eingebaut hätten. Wir hätten auch noch gern weitergemacht. Aber wir haben immer nur 4 Stunden Zeit zum Filmen. In den 4 Stunden müssen wir auch noch das Hollywood-Intro drehen. Genau. Ne? Das heißt, und ich muss natürlich alles noch schneiden, damit das rechtzeitig fertig wird. Deshalb seid uns nicht böse, dass wir nicht alles auf einmal immer machen können. Wir geben uns Mühe, wir versuchen in dieses Zeitfenster immer so viel wie möglich reinzupressen. Genau. Deshalb habt ihr ein bisschen Nachsicht. Im nächsten Teil seht ihr dann, wie wir den Antrieb reinmachen. Die Zündung auf der anderen Seite. Ne? Vielleicht, ja, lasst euch überraschen. Es ist ja hier und da auch noch ein bisschen was mehr zu tun. Genau. Ja, das war's für den Moment. Denkt dran. Liken, kommentieren, Ja. Abo, Glocke und es ist im Video wieder ein Gutscheincode versteckt. Es ist wie immer ein Gutscheincode für euch versteckt, ihr kleinen Schlawiner. Danke für die vielen Kommentare beim letzten Mal. Über 400 Kommentare, also das hat uns richtig gefreut. Richtig reingeschnuppert. vielen Dank. Wir haben alles gelesen, waren geile Kommentare dabei. Zum Beispiel, dass ich aussehe wie der Vater aus Resident Evil 7. Das war mein Favorit, da habe ich wirklich gelacht. Ja, also eure Farbvorstellungen sind wirklich der Wahnsinn. Es waren super viele coole Ideen dabei. Und vorab ist es eine der vorgeschlagenen Ideen, ist es im Endeffekt auch geworden. Ja, mit ein bisschen Einfluss von uns noch drin. Ne? Ein i-Tüpfelchen. Aber da waren auf jeden Fall ein paar Kommentare, die deckungsgleich mit dem sind. Genau. So, deshalb lasst euch überraschen, genug gelabert. Das war's für den Moment. Danke fürs Zuschauen, Vielen danke Dank. für den Support. Wir sehen uns schon nächsten Freitag wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.